Servus und Hallo zu unserem neuen Video. Heute nehmen wir euch mit durch den Harz. Besondere Highlights sind neben den vielen tollen Strecken auch die Rappodetalsperre und der Kyffhäuser mit seinem Denkmal. Gut und gemütlich, so ist das Motto der liebevoll und individuell eingerichteten 12 Zimmer im Gästehaus Harzglück. Diese Unterkunft können wir euch nur wärmstens empfehlen. Diese liegt in Braunlage mitten im Herzen des Harz und hat ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem sind die Gastgeber ebenfalls leidenschaftliche Motorradfahrer und können daher gute Streckentipps geben. Den Link zum Gästehaus Harzglück findet ihr in der Videobeschreibung. Der Harz wurde bis ins Mittelalter Hart, also Bergwald genannt, und ist ein Mittelgebirge in Deutschland. Er bedeckt eine Fläche von 2226 Quadratkilometer. Der höchste Berg des Harzes ist der Brocken. Er ist 1141 Meter hoch. Der Harz liegt am Schnittpunkt von Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die beiden östlichen Drittel des Harzes wurden in 1945 von sowjetischen Truppen besetzt. Deutschland war also im Harz geteilt. Die ehemalige innerdeutsche Grenze zwischen der DDR und der BRD verlief von 1945 bis 1989 durch das westliche Drittel des Harzes. Wir sind jetzt an der Rappodetalsperre angekommen. Wir werden jetzt gleich da reingehen und dann gehen wir über die Hängebrücke und schauen uns das Ganze von oben an. Die Rappodetalsperre ist eine von 1952 bis 1959 errichtete Stauanlage im Harz. Nordöstlich der Staumauer befindet sich eine Fußgängerhängebrücke, die Titan RT, und eine Doppelseilrutsche, die Mega Zipline. Die Hängebrücke wird von einer filigranen Seilkonstruktion gehalten. Dadurch wackelt es sehr, wie ihr an den Aufnahmen sehen könnt. Der Kyffhäuser ist ein kleines Mittelgebirge südlich des Harzes. Er ist bis zu 473 Meter hoch und erstreckt sich über rund 70 Quadratkilometer. Aufgrund seiner Nähe und wegen einiger geologischer Gemeinsamkeiten wird der Kyffhäuser auch Kleiner Bruder des Harzes genannt.
Doch bevor es hoch zum Kyffhäuser-Denkmal geht, muss man an dem Bratwurststand anhalten und sich für 2 € eine Original-Thüringer Rostbratwurst gönnen. So kann es gut gestärkt weitergehen. Auf einem Bergvorsprung im Nordosten des Kyffhäusergebirges befinden sich die Ruinen der Reichsburg Kyffhausen, die Ende des 19. Jahrhunderts durch das Kyffhäuser-Denkmal zu Ehren Kaiser Wilhelms I. ergänzt wurden. Es passiert uns jedes Mal. Das Navi schickt uns direkt in eine Vollsperrung. Zum Glück fahren wir beide eine GS, sodass wir sie während dieser Tour auch mal abseits der befestigten Straßen bewegen können.